Moin oder was? Wir sind gerade beim Jannis Lange. Der Junge hat sich ja leider ein bisschen verletzt und wir wollen ihn mal auf den neuesten Stand bringen. Deswegen gehen wir jetzt mal rein und gucken mal. Moin oder was? Alter, Digga! Oh, das gibt's aber alles, ne? Digga, da kommen sie gar nicht drauf klar. Disco, Funkeln und alles machen die. Ich war ein jahrelanger Trance danach. Aber kurzer Moment, ja, bevor das jetzt hier weitergeht, erstmal das Wichtigste zuerst. Wir sind auf dem Boden der Tatsachen angekommen und wollen euch heute im Video mal so ein kleines Update geben, was sich auf Tour so ereignet hat und was hier eigentlich gerade Phase ist, warum ich in einem Krankenbett bei mir zu Hause liege, warum ich hier Krücken gerade in der Hand habe und vor allem, warum ich hier eine über 30 cm lange Narbe bzw. Wunde an der Hüfte habe. Ja, dann wollen wir von vorne starten. Ihr wisst, wir waren 2,5 Wochen auf Schlappentour. Ihr wisst, wie das auf Schlappentour so abläuft. Ja, die Ereignisse überschlagen sich. Es wird gesendet und noch mehr gesendet. Und ja, eigentlich sind wir nur auf dem Weg, das absolute Maximum und Limit zu finden. Und dieses Jahr haben wir es endlich geschafft. Aber wir wollen da auch noch gar nicht zu viele Worte drüber verlieren, weil ihr werdet genug Schlappentour-Content über die nächsten Wochen und sogar Monate verteilt sehen. Ihr werdet nämlich zum Beispiel nächste Woche das große Tour-Video sehen. Danach wird es voraussichtlich 2 Monate lang feinsten Tour-Content geben. Wir haben quasi eine Staffel gefilmt mit 8 oder 9 EPs, die werden dann jeden Sonntag auf euch zukommen. Und das ist auch tatsächlich gut, dass wir das so gemacht haben, denn wie ihr seht, ich bin komplett außer Gefecht gesetzt. Jasbek ist auch außer Gefecht gesetzt, allerdings weil er viel lernen muss. Aber wollen wir mal erklären, was jetzt hier überhaupt mit mir Phase ist. Und zwar, um das Ganze mal erstmal im Fachvokabular zu beschreiben, ich habe eine Luxationsfraktur Pipkin 2. Und zwar ist das ein Bruch im Hüftkopf und eine Auskugelung des Hüftgelenks aus der Gelenkspanne. Also ihr müsst euch das vorstellen, hier ist der Hüftkopf, hier ist die Gelenkspanne. Der ist normalerweise so da drin und ich habe den durch sehr, sehr fetten Jump mit Dive Roll komplett da rausgerissen und dann den Hüftkopf noch in Einzelteile zerbrochen. Das Ganze haben wir tatsächlich auch bei der OP filmen lassen bzw. fotografieren lassen. Auf Röntgenaufnahmen sieht das Ganze so jetzt aus. Hier ist der Hüftkopf. Ihr seht die verschiedenen Schrauben, wie das alles wieder zusammengeschraubt wurde. Auch da hier sind jetzt 2 fette Schrauben drin. Dementsprechend wurde ich ganz schön auseinandergenommen. Ich werde jetzt wahrscheinlich erstmal 6 Monate Sportpause haben, weil das laut der Ärzte eine sehr, sehr schwere Verletzung ist. Aber was willst du machen? Ein bisschen Schwund ist immer. Das Limit von Dive Holds wurde erstmal ausfindig gemacht. Und jetzt wollen wir erstmal schauen, wie es weitergeht. Machen wir einen kurzen Übergang. Mit Krücke, verstehst du? Sendet! Yes! Dafür Kuchen? Da wir euch jetzt nicht mit 13 Stunden langem Häufchen Elend hier belästigen wollen, haben Etienne und ich uns was ganz Tolles ausgedacht. Etienne hat mir gerade erzählt, dass sein Arsch lange nicht rasiert worden ist. Und da bin ich auf die Idee gekommen, dass er sich auf einen Gitterstuhl setzt und wieder drunter Bärlapfspauen in der Luft sprengt. Und das erfordert auch keine Vorbereitung. Also 3, 2, 1, wir legen direkt los. Nee, ich muss meinen Sack halten. Digga, werf das auch. Nee. Digga, es ist Digga. Digga, setz dich schnell hin, setz dich hin, Digga! Digga, setz dich verdammt nochmal hin! Digga, der Stuhl wackelt ab, wenn du das nicht machst! Wirf mal drauf! Wieder rumgeholt für nichts, da mach ich den jetzt! Alles in meinen Garten rein, weißt du, da ganze Wiese abgefackelt, Stuhl abgefackelt, alles umsonst, weißt du. Ich hab dir gerade angeboten, dass ich das mache, weil es ist ja wirklich nicht so schlimm. Aber jetzt wollte er das unbedingt machen, weil er gesehen hat, wie harmlos das ist. Deswegen hauen wir den jetzt so viel da drauf, wie nur ihr mögt und wackeln den Typen komplett ab. Allein das Ding, guck mal wie halt. Digga, das Ding hat mir so schon die Arschhaare weggezogen. Ich hab auch die ganze Kohle da reingegeben.
Das riecht so nach Grill hier, ne? Also da wurde fette Wurst gebraten heute. Oh, aus meiner Sicht klasse Entertainment hier. Ja, also sowas zieht man sich als Rentner doch wirklich gerne rein. Fantastisch. So, als nächsten Entertainment-Punkt für das Rentnertum Lange gibt es jetzt ein Dropkick-Tutorial für Herrn Maurice Wilhelm Paff. Ja, weil der kann das Ganze noch nicht ganz so gut. Wir fügen euch einfach mal einen Clip von seinem letzten ein. Tschö mit Ö. Du hast mir in die Eier getreten. Digga, du warst viel zu groß! Und da sind wir wieder und ihr habt alle gesehen, das war unfassbar erbärmlich. Ja, und jetzt zeigen wir ihm mal, wie das geht. Prozedere ist wie folgt. Erst lässt sich Ette einmal von Dwayne umtreten, ja, damit er sieht, wie das Ganze funktioniert. Und dann übt sich Ette an Dwayne und ich bewerte das Ganze von außen und sage, ob er nochmal machen muss oder nicht. Bin strenger Richter. Also das wird ein paar Mal mit Sicherheit geprobt. Rein in den Holger. Boah. Alter, da war aber Schwaches hinter. Geh doch durch den Nacken einmal, du. Ja, für den gebe ich tatsächlich 9 von 10 Punkten. 9 von 10 gebe ich. Luft nach oben ist immer. Und die 10 von 10 mache ich jetzt. Ja, und genau, die 10 von 10, die muss nämlich Ette erreichen. Und das ist ein langer Weg. Ja. In diesem Sinne geht es jetzt mit Ette gegen Dwayne weiter. Ette, Versuch 1. Ich bin so was von geflogen. Und ich bin gut gelandet. Bist du auf Füßen gelandet? Nein. Flugphase von Dwayne, phänomenal. Das heißt, die Wucht von Ette, die war sehr stark, die war 10 von 10. Allerdings war Etiennes Landung viel zu kontrolliert. Der ist auf den Füßen wieder gelandet. Deswegen gibt es für das ganze Szenario ein 8 von 10. Ette Versuch 2. Alter Bär. Alter, das gibt eine 0 von 10, weil der Typ tritt, bevor er mich berührt. Der schäbige hat seine Füße nicht aufgelegt und dann getreten, sondern direkt reingetreten. Gucken wir uns noch mal in Zeitlupe an. Und hier sind wir wieder voller Jähzorn, mehr denn je. Boah. Füßen schon Wolltest befeuchtet. du wieder deine kontrollierte Landung da haben? Das habe ich gesehen. Da ist wieder die Puste. Ja. Ist mir voll in die Brust getreten. Lächerlich doch was. Kommen wir mal zur offiziellen Bewertung. Hat Dwayne schon recht. Da wollte er noch im letzten Moment eine kontrollierte Landung haben. Ja, sonst wäre fast gut gegangen von der Landung. Aber der Tritt, der hat zu früh angesetzt. Das heißt, wir müssen leider noch eine Runde. Das gibt, auch wenn es fester, unspektakulärer war, leider nur eine 6 von 10. In diesem Sinne ein Esserversuch. Ette Versuch 3. Danke. Das kann doch nicht sein, dass ich mich jedes Mal so spektakulär nach hinten werfe und der jedes Mal stehen bleibt. Das ist doch ein Witz. Das ist ein Stunt, der muss auch stuntig aussehen. Mir geht's gut. Kommen wir zur dritten Bewertung. Ja, eigentlich gleiche Szenario wie bei Versuch 1. 8 von 10, weil eigentlich alles geil. Nur Etiennes Landung viel zu kontrolliert. Da muss ich jetzt einfach spektakulärer aussehen lassen. Wir werden jetzt beim 4. Versuch auch epische Musik, alles drunter legen. Jetzt muss Ette nur noch nicht auf den Füßen landen, dann ist alles genial. Ja, aber die Musik wird es auch richten. Also 10 von 10 jetzt incoming. 3, 2, 1. Ja, sicher! Mir geht die 9 von 10 vom Anfang nochmal auf den Sack. Ich glaube, ich muss den auch nochmal umdrehen. Ja, sehe ich auch so.
Das war eine klassische 10 von 10. Spektakuläre Flugphase von Dwayne. Spektakuläre Flugphase auch von Etienne. Also das ist in meinen Augen eine klassische 10 von 10. Und jetzt holt sich auch Dwayne nochmal die 10 von 10. Also das ist Entertainment pur hier für den Rentnertum. Ich finde das so geil hier, ne? Alter, Fast den Busch in den Arsch bekommen. Oh Junge, ich habe aber ohne abzubremsen auf den Bauch genommen, das Ding. Gibt das eine 10 von 10? Also das ist Wahnsinn. Das ist sowas von solide 10 von 10. Etienne hat den Dropkick gelernt. Auch Dwayne hat ihn wieder perfektioniert. Also das ist hier wirklich klasse Unterhaltung am Sonntagnachmittag. Damit fühle ich mich wohl und damit geht's rein ins Haus wieder. Doch nie ins Haus. Ich trainiere jetzt noch mal ein bisschen zu failen, so mit dem Dropkick, gerade nur eben mit Flips. Das war ein wirklicher Fail. Natürlich alles wichtige Skills, die man auch im Parcours-Business braucht. Man muss ja auch Fails faken können, also ist ganz wichtig. Wir failen eigentlich nie, das ist alles nur Show. Und jetzt sehen wir uns wirklich drin wieder. Au! Alles für das jährliche Fail-Video. Und dann haut er mir die Kamera ins Auge rein, weißt du? So, wir sind jetzt drin angekommen, hier bei uns im kleinen Lager. Und nach der Tour heißt es für uns jetzt hier ein bisschen Merch abpacken. Nochmal vielen Dank für die ganzen Bestellungen. Das ist wirklich Wahnsinn, wie viel da über die letzten Tage, vor allem über Tour, reingeflattert ist. Ihr seht das, neigt sich ganz langsam dem Ende. Ein bisschen was haben wir allerdings noch. Das heißt, wenn ihr noch was abstauben wollt, koppen. Link findet ihr unten in der Beschreibung. Aber jetzt erstmal einen kleinen Abpack-Edit. Das muss ja auch mal sein. Kriegpfeife. Ja, und mit den Worten, Crackpfeife, Tatort und den Pizzaschneider mit einer Plastikklinge geht jetzt rein ins Outro. Tschö mit Z wie Y Lachs. Moin Freunde, das war's mit der Spotty P. Tschö mit Ö oder was? Weggemacht, die Alte! Bei der Musik kriegst du einfach nur Bock auf Kotzen, Scheißen und Abfressen! So, lange hinterher. Alter, das war ja...